Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA. Und heute geht es um was ganz Besonderes, und zwar um diese beiden Schönheiten hier. Ihr seht es schon, und zwar von der Firma Danscale. Das eine ist das Sommerhaus von 1932, das weiße. Und das zweite ist hier das Sommerhaus Winden, also sozusagen im Wind von 1933. Das sind beides Resin-Bausätze, die werden auch direkt in Europa zumindest gefertigt. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland gefertigt werden. Und ich möchte euch heute mal einen von den beiden fertig vorstellen und bei dem anderen schauen wir in den Karton rein, dass ihr wisst, was euch da erwartet, denn das finde ich, sind beides super coole Bausätze und da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Ist immer die Frage, passt es zu eurer Anlage, passt es zur Epoche? Bei mir natürlich Volltreffer, aber es gibt auch von Danscale noch andere Dinge, die fast auf jede Anlage passen. Also, viel Spaß heute! Fangen wir mal an mit dem fertig aufgebauten Haus, dem Sommerhaus von 1932. Ja, so sieht es auf der Verpackung aus und da seht ihr es, so ist es jetzt bei mir geworden, hat auch schon seinen Platz hier in Fredhauen gefunden, da wo es hin sollte. Das Ganze ist, wenn man das auspackt, ein gelber, unangemalter Resin-Bausatz, das heißt die ganzen Farben und alles, was ihr da jetzt seht, das kommt natürlich von mir. Insofern ist das jetzt auch ein Review meiner Malkünste, in Anführungszeichen. Aber wir gucken uns mal das Modell an, denn ich glaube, man kann auch hier schon eine ganze Menge sehen. Das erste, was ihr hier sehen könnt, ist, es gibt für die Fenster, das seht ihr hier hinter, Einsätze, die sind dabei, die sind auch passend zum Thema. Das ist ja hier ein Sommerhaus in Dänemark. Das heißt, hier steht so ein kleines Segelboot im Fenster, oben habe ich das Rollo. Und auch auf der Rückseite die 3 kleinen Fenster hier, seht ihr, die haben alle solche Masken drin. Hier stehen jetzt ein paar Tassen und sowas. Und auch hier die beiden, das eine ist zu, das andere ist halb offen, auch mit was im Fenster stehend. Also das ist schon sehr passend gemacht. Das ist nicht so eine Standard-Fenstermaske oder so, die dabei ist. Allerdings, was muss ich sagen, das werdet ihr auch sehen, wenn wir den anderen Bausatz auspacken. Das hier sind so kleine Messingteilchen, die Fenster. Und die haben ja nicht überall wirklich ganz gepasst. Also die musste ich teilweise die Fenster doch ziemlich nachbearbeiten. Das sieht man dann hier auch so ein bisschen. Da ist das dann nicht ganz so sauber. Der ist besser, der ist ein bisschen schlechter. Das ist dann eher so meiner mangelnden Baukunst geschuldet. Aber auch da eben Resin-Bausatz. Wer sich damit auskennt oder beschäftigt hat, die Dinger kommen halt nicht immer perfekt von der Form her. Dafür aber, und das seht ihr jetzt, glaube ich, hier, haben wir eine super geile Struktur vom Fachwerk. Ja. Reddach. Also da muss ich sagen, hat Danscale wirklich absolut richtig gute Arbeit geleistet. Ja. Die Struktur hier ist genial. Auch der Kamin hier oben kommt gut zur Geltung mit diesen kleinen Blechen darunter. Und auch hier an der Seite quasi die Wände, das seht ihr jetzt nur so in Teilen. Die Wände haben auch eine Struktur. Ich habe das jetzt natürlich mit meiner Farbe hier nochmal hervorgehoben. Das sind hier diese Ecken und sowas. Da habe ich quasi mehrere Schichten Farbe nochmal zusätzlich aufgetragen, sodass das nicht ganz so glatt wirkt, sondern wie so eine halt 80 Jahre alte, mehrfach gekittete Wand. Ja. Aber das Modell selber, seht ihr hier, ist schon echt detailreich und ich finde, das sieht auch, es ist ja nach einem Originalhaus designt. Ich kenne das Originalhaus nicht, nur von dem Bild, aber für mich passt das. Ja. Im Innenraum, da seht ihr, so kommt das in der Farbe und es ist wirklich, ja, vom Aufbau her, da brauche ich euch kein Aufbauvideo machen. Also wir haben hier ein Dach, wir haben eine Wand, noch eine Wand, noch eine Wand, noch eine Wand. Dann habt ihr quasi die Fensterfolien und die Scheiben und die kleinen Einsätze und oben nochmal einen Schornstein drauf. Und das war's. Ne? Also das sind 10 Teile oder sowas, die ihr da zusammenklebt. Da brauchen wir kein Bauvideo machen. Aber das Modell selber, wenn ihr euch das anguckt, sieht schon echt genial aus. Ne? Also macht auch einen richtig guten Eindruck, wenn es zu eurer Anlage und zum Thema passt.
Ganz großer Anteil ist dann natürlich auch die Farbgebung. Ich habe jetzt hier wieder mit Wandfarben gearbeitet. Das habt ihr ja schon öfter bei mir gehört. Und ich bin ja so ein Fan von schöner Wohnen. Ja, also ich wohne selber gerne schön, aber ich meine hier was anderes, und zwar die Farben. Es gibt nämlich hier so kleine Probiertöpfe immer und die sind aus meiner Sicht super geeignet für Modellbauanwendungen. So, und die Farbe Wool, das ist quasi so ein mattes, cremiges Weiß. Das ist das hier. Das ist, ganz by the way, auch das da und das da. Das hat so ein bisschen was von so einer Kalkweißfarbe, ja, wenn ihr hier mal guckt. Also ist schon sehr cool. So, dann haben wir als zweite Farbe hier ein etwas dunkleres Rot. Das habe ich sonst bisher noch nicht verwendet hier. Das hatte ich, um vielleicht einfach so Dächer oder so Fachwerkhäuser oder irgendwie sowas mal zu bemalen. Das sind hier die Fenster geworden. Das fand ich relativ passend. Ich glaube, ein bisschen heller wäre noch vorbildgerechter, wenn man sich das Foto hier anguckt. Ja, das ist noch ein bisschen heller. Aber für meine Anwendungszwecke passt das sehr gut. Und vor allen Dingen erlauben diese Farben auch eine gewisse Struktur- und Tiefenwirkung am Ende noch. Und der schwierigste Teil könnt ihr euch vorstellen, also hier oben haben wir noch ein bisschen Grau, das muss ich euch jetzt nicht besonders vorstellen. Und das hier ist, was war denn das überhaupt? So eine Ziegelfarbe, da habe ich das Rot ein bisschen gemischt und mit Braun das aufgetragen. Gemischt, hellgrün, schwarz und braun. Und dann nachträglich, nachdem ich einen Grundcoat in Dunkel eben aufgetragen hatte, hier natürlich nicht einheitlich, aber erstmal dunkel, habe ich dann mit helleren Farben, gibt es auch von Schöner Wohnen aus der gleichen Serie, Macchiato heißt die zum Beispiel, so eine etwas bräunliche Struktur hier und da und so noch hinzugefügt. Ja, also wenn wir uns das mal angucken, das sind in Summe wirklich mehrere Farbschichten, da seht ihr das hier. Und das Helle ist einfach nachträglich mit dem Schwamm nochmal so drauf getupft. Also die Farbe macht natürlich bei so einem Resinbausatz eine ganze Menge aus. Aber mit einem schlechten Modell würde es trotzdem nicht gut aussehen. Und das haben wir hier definitiv nicht, sondern wir haben hier ein sehr, sehr gutes Modell. Und jetzt schauen wir doch mal, wie das denn aus der Packung rauskommt. Da seht ihr hier, so ist eben die Verpackung, haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Wir machen die mal auf. Wir haben hier eine Anleitung. Die ist in meinem Fall, weil das Ganze in Dänemark gekauft wurde, leider komplett in Dänisch. Ja, also, ich kann sie euch nicht vorlesen, es würde einfach nur lustig klingen. Aber es gibt hier hinten noch die Beschreibung, was man denn nehmen soll, also was für einen Klebstoff und welche Farben. Und dann wird hier auch beschrieben, welche Farben wo aufgetragen werden. Also die Anleitung ist ziemlich detailliert, aber eben einsprachig auf Dänisch. Aber gut. So. Dann der Teil, da seht ihr, das ist schon mit der ersten Schicht lackiert. Ich habe also meiner Verpackungsweise da nicht ganz vertraut und wollte, dass die Fachwerkhäuser am Ende beide vom Dach her ähnlich aussehen. Deswegen, seht ihr, das ist schon der erste Coat und da kommt dann noch das Hellere oben drauf. In der Farbe kommt es eigentlich. Und dann habt ihr hier so Füllmaterial und unterhalb von diesem Füllmaterial finden sich dann so Kleinigkeiten. Also hier zum Beispiel, das ist der Kamin und, so wie es aussieht, eine Tür. Und noch weiter unten finden sich dann, wie bei dem anderen, die Wände. Und da seht ihr auch schon, das hier alles, ab hier quasi nach unten, das kommt alles weg. Ja. Also da ist relativ viel Arbeit, auch beim Abschneiden. Auch hier seht ihr so, das ist so typisch Resinbausatz, das ist hier, soll hier nicht sein, die Ecke, sondern das muss eben komplett entgratet werden. Und das Bauteil endet eigentlich hier auf dieser Linie. Der Rest ist einfach Ansatz vom Resin. Nichtsdestotrotz, ich habe hier 2 Seitenwände und 2 Stirnwände und ein Dach und damit bin ich eigentlich fertig. Das heißt also, die Menge der Bauteile ist relativ gering, die Detaillierung ist aber wieder echt super und macht richtig Spaß. So, und dann kommen wir mal zu dem
Nächsten Teil, wir haben also hier einmal mattiertes Glas, also so ein Milchglas. Sehr geil, ja, mitgedacht. Es gibt hier also ein Fenster, wo Milchglas rein soll, wahrscheinlich das Toilettenfenster oder so. Und dann habt ihr hier I-Winden Vedersyklet inklusive dem kleinen Schild mit dem Namen des Hauses sogar. Und so sehen die Fenster vorher aus. Super geil, super detailliert. Und dahinter auch passend wieder seht ihr die Fensterfolie, wahrscheinlich auch am Original orientiert, also hier mit den kleinen Vasen und sowas. Nicht so ein Standardteil, sondern individuell für das Haus habt ihr hier eine Fensterfolie. Das ist eben der Vorteil von einem, ich nenne es mal Kleinserienhersteller, wobei das schon sehr professionell ja verpackt ist. Okay. Wir packen das mal alles hier wieder zusammen. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, so kommt das aus der Packung raus. Und jetzt stellt sich natürlich immer die große Frage, was kostet denn der ganze Spaß? Und ja, beim Thema Preise von so Modellhäusern, da bin ich ja immer sehr zwiegespalten. Wir hatten, ihr erinnert euch dran, den Hafengrill, eigentlich Getränkemarkt. Der steht, wir drehen euch mal ganz kurz ein bisschen, da oben in der Ecke seht ihr ihn jetzt, da. Der kostet 41 € Standard, also UVP-Preis, inklusive Inneneinrichtung. Wir haben da von Pico aus der Hobby-Serie den Edeka-Markt hier als Kaufmann umgebaut, Köpmann. Der kostet 16 €, beziehungsweise im Angebot 12. Das Haus weiß ich gar nicht, das habe ich von früher noch, gibt es glaube ich immer noch. Aber das mal so als Range. Dann habe ich euch vorgestellt aus dem H0E-Projekt die Holzscheune für 26 € als Lasercut-Bausatz. Und die Range, wie ihr wisst, ist relativ breit. Wir haben auch das Stellwerk gehabt für 12 €. Wo orientiert sich jetzt also dieses kleine Haus hier? Weil das ist von der Größe her echt klein. Das ist umgerechnet, gut, in Dänemark gekauft, ist ein bisschen teurer als in Deutschland. 35 €. Hau ich es einfach mal raus. Das ist sauteuer. Gut, Resinbausatz, individuell nach einem Vorbild designt, kleine Auflage, Kleinserienhersteller, alles mit rein. Trotzdem 35 € für ein Haus hier mit einer Größe von 7 mal 12 cm und 5 hoch oder 6. Wow, das ist krass teuer, ganz ehrlich. Davon kann man nicht zu viele kaufen. Auf der anderen Seite, es ist ein Schmuckstück. Ich glaube, es ist das detaillierteste und liebevollste oder am liebevollsten gestaltete Gebäude jetzt hier auf Fredhaun tatsächlich. Und ja, das schlägt sich auch so ein bisschen im Preis wieder. Ein Schmuckstück, muss man ehrlich so sagen. Da kommt so ein Plastikdach, wie jetzt hier hinten, nicht ran. Keine Chance. Also, so viel zum Thema Resinbausätze von Danscale. Schaut euch das mal gerne an. Das ist ein kleiner Hersteller, der mit Sicherheit sich freut, wenn er ein bisschen mehr verkauft. Sie stellen in Europa her, das ist ja auch nochmal cool. Und ja, vielleicht ist da für euch und eure Projekte ja auch was dabei. Das war's für heute. Wenn ihr selber Erfahrung habt mit Resinbausätzen oder auch gute Hersteller für Resinbausätze empfehlen könnt, dann schreibt das doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Da freuen sich mit Sicherheit alle drüber. Also, von mir Daumen hoch für das kleine Häuschen hier. Und ich hoffe von euch auch einen Daumen hoch für das Video. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Danke. Ciao.